Ende 2025 hat Russland offiziell eigene Drohneneinheiten aufgestellt. Was macht sie so besonders? Ein Artillerie sieht nur Koordinaten. Ein Pilot einen Punkt auf dem Radar, ein Raketenschütze drückt einen Knopf aus hunderten Kilometern Entfernung, doch ein Drohnenpilot jagt seine Drohne direkt in den Eingang eines Schützengrabens oder in einen Waldstreifen. Durch HD-Optik starrt er dabei direkt ins Gesicht seines Opfers. Er sieht den Tod in Echtzeit immer und immer wieder. Das brennt sich in seine Psyche ein. Tag für Tag sieht er Dutzende sterben, wie sein Verstand daran zerbricht. Manche sagen, naja, alle Gera kommen alle Gera. Der Krieg wird halt technologischer. Stimmt zwar, aber mit einer entscheidenden Korrektur. Die heutigen russischen Drohnenpiloten sind keine Soldaten im klassischen Sinne. Es sind Jugendliche, 14 bis 16 Jahre alt, die man buchstäblich von Computer weggeholt hat. Richtig gehört, es sind Zocker. Diejenigen, die gestern noch Pixel im Spiel vernichtet haben, visualisieren heute das Töten mit diesem perversen Mittelgefühl. In diesem Video erzähle ich euch, wie die Zockerwelt zur Killerschmiede für eiskalte Mörder wurde und was der Welt bevorsteht, wenn man diese jungen Haie, die erstmal Blut geleckt haben, plötzlich wieder mitten unter uns leben. Los geht's! Seit die Drohnentruppe auf eigenen Beinen steht, läuft die Rekrutierung am Fließband. Das Institut für Kriegsstudien bestätigt die Zahl von 200.000 Drohnenpiloten. Das ist eine Armee, die größer ist als die viele europäische Staaten. Und der Kern dieser Truppe? Die Jugend. Ein 15-Jähriger hat noch keine moralischen Hemmungen. Dafür ist seine Motorik als Gamer perfekt automatisiert. Man sieht hier eiskalt auf den Mangel an Empathie. Im Kreml denkt man pragmatisch. Warum einen 14-jährigen Mann mühsam umschulen, wenn man einen Teenager nehmen kann, der 5000 Stunden in Call of Duty verbracht hat? Für ihn ist die Front keine Tragödie, sondern nur ein weiteres Leben in einem Shooter. Doch für diese jungen Köpfe verschwimmt die Grenze zwischen Game und Realität für immer. Das Töten wird in Rekordzeit zur bloßen Spielmechanik, während der Teenager den Todeskampf in Nahaufnahme startet, sitzt er selbst in absoluter Sicherheit. So entsteht diese gefährliche Altmachtfantasie, ein Gehirn auf Droge, ein totaler Dopaminrausch durchs Morden. Und genau hier schnappt die Falle zu. Das ist der High-Effekt. Wer einmal echtes Blut durch den Monitor geschmeckt hat, findet nie wieder zurück in ein normales Leben. Sie werden süchtig nach diesem fast schon göttlichen Gefühl, über Leben und Tod zu entscheiden. Und das Schlimmste, es gibt dafür keinerlei Verantwortung. Im Gegenteil, das System fördert und belohnt dieses Verhalten sogar massiv. Schaut euch jetzt mal die nackte Mathematik in diesem Russland-Ukraine-Krieg an. Der Tod ist verdammt billig geworden. Eine FTP-Drohne kostet 500 €, so viel wie ein Mittelklasse-Smartphone. Aber sie richtet Schäden in Millionenhöhe an. Diese 200 Jugendliche sind im Grunde autonome Kampfmaschinen. Sie brauchen keine Generäle oder Panzer. Alles, was sie brauchen, ist ein Laptop und Lötkolben und Bauteile von AliExpress. Und jetzt stellt euch das Jahr 2027 vor. Die Waffen im Ukraine-Krieg schweigen vielleicht, aber der wahre Albtraum beginnt erst. Wohin mit diesen 200.000 Raubtieren? Glaubt ihr wirklich, der Kreml lässt sie einfach so in Russland herumlaufen? Sicher nicht. Diese Leute sind eine Gefahr für das System selbst. Deshalb hat man für sie längst ein anderes Schicksal geplant. Und das liegt weit außerhalb der russischen Grenzen. Während Europa naiv glaubt, der Krieg endet an der Grenze zur Ukraine, entstehen hier Bioroboter, die nur das Vernichten gelernt haben. Wenn das Ziel nicht mehr ukrainisch ist, wird es europäisch. Sie brauchen keine offizielle Kriegserklärung. Sie kommen als Touristen, Studenten oder Flüchtlinge, kaufen ihre Bauteile im nächsten Elektronikmarkt und starten ihre persönliche Quest direkt vor eurem Fenster. Und das sind nicht bloß meine eigenen Horrorszenarien, das ist eine absolut vorhersehbare Realität. Die Gamer-Killer werden erwachsen und wollen ihr nächstes Level ab. Seid ihr bereit, dass dieses Level in eurem eigenen Hinterhof beginnt? Denkt mal darüber nach, solange eure Stadt noch nicht Teil ihres Livestreams ist. Denn eins ist sicher, gewarnt ist gewappnet. Folgt mir für mehr, macht's gut.